Seit 3 Wochen sind wir in den USA unterwegs und bis heute nie mehr als 10 Minuten räumlich voneinander getrennt. Wie wirkt sich die fehlende Einsamkeit aus? Freiräume werden knapp, sind ehrlich gesagt nicht existent. Sieht man sich satt aneinander? Gehen die Themen aus? Wie wird es unserer Beziehung nach der Reise gehen? Gestärkt oder Überdosis? Bis jetzt genießen wir die Zeit miteinander, schätzen unsere vertraute Zweisamkeit. Trotzdem tut es gut, allein zu sein. Musik in den Ohren im Bus zum Aquarium of Florida. Da schaue ich dann durch dieses große Glasfenster ins künstliche Riff, in dem Lebewesen ihre stereotypen Bahnen ziehen. Dass das aus ethischer Sicht schwer vertretbar ist, weiß ich. Aber so habe ich entschieden. Während ich im blauen Licht, umgeben von stetiger Bewegung, stillsitze, beginne ich nachzudenken. Über Freiheit, diese lange Reise, dieses Leben. Wie wird alles weitergehen und was kann ich tun, um möglichst selbstbestimmt, ja zufrieden mit mir und diesem Leben zu sein? Erfüllt, inspiriert bleiben, Energie behalten, Trägheit bekämpfen. Frei sein? In meinen Augen ist Freiheit ein Trugschluss. Das menschliche System, unsere Art in Gesellschaft zu leben, basiert doch in großen Teilen auf Abhängigkeiten, Kompromissen und Verantwortung. Das klingt negativ, so meine ich es aber nicht. Es ist, wie es ist und deshalb geht es für mich in erster Linie darum anzunehmen, dass ich abhängig bin. Von körperlicher und psychischer Gesundheit, von zwischenmenschlichen Beziehungen, von Geld, von Ängsten, von Minderwertigkeitsgefühlen und vielem mehr. Aber was ist denn mit der Freiheit? Mit der Entscheidungsfreiheit? Habe ich irgendeinen Einfluss und was ist mit dieser Reise? Sind 3 Monate fern von allem der ersehnte Ausbruch? Vom routinierten Aquariumleben ins Meer sozusagen? Nein. Es ist vielleicht der nächste Schritt hin auf das Beantworten von Fragen zu, die niemand von uns jemals klar für sich beantworten wird. Was will ich sehen, tun? Wo will ich sein? Mit wem? Wie will ich leben? Für was will ich leben? Die Lösung kann nicht sein, diese Fragen erst überhaupt nicht zu stellen. Also nehme ich an, dass meine Grundsätze und Ziele sich verändern. Dass meine Sehnsüchte schon in wenigen Monaten andere sein könnten, dass meine Art zu leben eine andere sein könnte. Zum jetzigen Zeitpunkt hier vor diesem Becken voller sich gleichbleibend bewegender, eingesperrter Kreaturen sitzend, würde ich sagen, dass ich den Ballast, den ich mit mir herumtrage, möglichst leicht halten möchte. Keine vermeidbaren Faktoren, die die eigene Entscheidungsfreiheit einschränken. Keine Schulden, Kinder, Haustiere, kein zu hohes Gewicht. Das schreibe ich in vollem Bewusstsein, dass schon in wenigen Monaten alles anders sein könnte. So sind wir Menschen doch, oder? Auf der Suche, getrieben, bis zum Ende. Aber das ist in Ordnung, weil wir nur so motiviert und inspiriert bleiben, weil wir nur so mutig sein können. Mit dem Rücken zur Wand. Ich weiß, dass das, was ich gerade als einschränkende Faktoren bezeichne, Erfüllung bereithält. Liebe zu den eigenen Kindern, den Haustieren, zu einem Zuhause, das man abbezahlt. Ich verstehe das und kann es nachvollziehen. Und doch, während ich 3 Monate aus einem Handgepäckrucksack lebe, glaube ich zu verstehen, dass Annehmlichkeiten und Luxus zwar erstrebenswert sein können, aber niemals wirklich nötig sind. Ich denke an die Dinge, die zu Hause verstauben, während ich sie nicht brauche und vergesse. Ich lerne etwas Bescheidenheit, während ich mir den Luxus erlaube, 3 Monate lang nicht dem gelernten, routinierten Job nachzugehen, sondern mich täglich konfrontiert mit neuen Eindrücken frei auszudrücken. Hier vor diesem Becken zwischen Haien und euphorischem Kindergeschrei realisiere ich, dass ich mit dieser Reise durch eine Tür gegangen bin, durch die ich nicht einfach wieder zurückgehen werde. Eine lange Reise ist kein einmaliges Vorhaben. Eine lange Reise verändert die Art zu denken. Verändert, was ich sehen und tun möchte, wo und mit wem ich sein möchte, wie und für was ich leben möchte. Eine lange Reise verändert mich und meine Entscheidungen.